schön, dass ihr alle da seid. Wie angekündigt geht es heute um Renovate und zwar, wie man damit automatisiert Dependencies aktualisieren kann. Und als Fokus habe ich mal gesetzt, was im Detail heißt das, warum brauche ich sowas, warum möchte ich sowas haben und wie funktioniert das Ganze? Genau. Was ist Renovate? Wie schon gesagt, das aktualisiert mir meine Dependencies, also meine Abhängigkeiten, die ich im Projekt habe. Das kann von Projekt zu Projekt sehr unterschiedlich sein. Das könnten also bei uns können's primär Gems sein, können aber auch JavaScript-Packages sein, können auch Dockerfiles sein und theoretisch auch noch wesentlich mehr. Also Renovate unterstützt da eine ganze Latte, hängt dann vielleicht auch ein bisschen vom Kontext ab. Das ist halt eher aus Entwicklersicht. Wenn man jetzt im Operations-Bereich ist, gibt es dann vielleicht noch mal andere Sachen wie Terraform, aber da bin ich jetzt nicht so drin. Genau, genau. Warum sollte ich das Ganze benutzen? Ich habe hier mal so ein bisschen Marketing-Blabla mitgebracht, aber wir können ja auch mal gucken, ob wirklich was dahinter steckt und kann ja für sich ja dann noch jeder mal selber interpretieren, wie gravierend er die einzelnen Punkte betrachtet. Also ein Vorteil, der mir Renovate liefern würde, wenn ich das nutze, ist, ich habe halt einen deutlich kleineren Aufwand, Abhängigkeiten zu aktualisieren. Schlicht und einfach, weil es halt zu einem gewissen Grad automatisiert ist. Was Automatisierung in dem Kontext bedeutet, das wird dann später noch klarer, da gehe ich dann noch drauf ein. Aber klar, wenn sich ein Entwickler hinsetzen muss und sich selber drum kümmern muss, dann ist das auf jeden Fall aufwendiger. Genau, ein weiterer Benefit ist verbesserte Security. Ähm, Es entstehen immer wieder Lücken. Ich meine, wir sind da eh schon sehr dahinter. Wenn irgendwo was Gravierendes ist, dann kümmern wir uns auf jeden Fall darum, dass das händisch ist, dass das geupdatet wird. Aber es ist dann natürlich immer noch der Faktor Mensch dabei. Menschen können auch mal Fehler machen. Wäre schön, wenn ich da auch schon einen automatisierten Prozess habe, der mir einfach, sobald es Security-Patches gibt, schon einen Merge Request bereitstellt oder das sogar automatisch schon äh, in das Projekt dann integriert und vielleicht sogar gleich noch ein Deployment macht. Genau, ein weiterer Vorteil ist, ich kann dadurch die Stabilität und Performance von meinen Anwendungen verbessern. Ich meine, die ganzen Abhängigkeiten, die wir verwenden, die entwickeln sich ja auch oft weiter und dann gibt es ja auch oft Performance-Verbesserungen. Wenn ich dann natürlich noch eine sehr alte Version habe, dann bekomme ich die nicht mit. Und durch einen automatisierten Prozess kann es durchaus auch mal sein, dass ich einfach Stabilitäts- und Performance-Verbesserungen bekomme. Genau, dann kann ich auch meine technischen Schulden reduzieren, wenn ich jetzt auf einer auf einem Projekt bin mit sehr veralteten Abhängigkeiten, dann stehen mir halt viele coole neue Features oft nicht zur Verfügung und dann muss ich ja auch irgendwie das anders bauen. Das wäre dann für mich per se schon mal eine technische Schuld. Äh, Wenn ich immer auf dem neuesten Stand bin, dann kann ich natürlich auch die besten, coolsten Features verwenden. Und ich meine einfach die Tatsache, dass meine Software veraltete Abhängigkeit hat, würde ich auch schon als eine technische Schuld bezeichnen, die man eigentlich loswerden möchte. Und der letzte Punkt, fail fast, fail cheap. Dadurch, dass das Ganze automatisiert ist und in Kombination mit CI, sehe ich dann auch immer, okay, Abhängigkeit XY hat jetzt die neue Version ABC. Würde das dann funktionieren oder gehen da Dinge kaputt? Oft ist es so, okay, jetzt möchte ich ein neues Feature entwickeln oder aus anderen Gründen muss ich jetzt eine Abhängigkeit hochziehen, habe dann eh schon ein relativ enges Zeitfenster und dann stelle ich fest, okay, wenn ich jetzt die Abhängigkeit hochziehe, dann muss ich auch noch die andere hochziehen. Aber das geht nicht, weil da habe ich noch weitere Abhängigkeiten und dann wird aus einem vermeintlich kleinen Task plötzlich was sehr Großes. Und wenn ich so einen automatisierten Prozess habe, dann sehe ich das halt schon deutlich früher, weil ich ja immer wieder gegen meine CI laufen lasse und dann sehe ich ja, dass Dinge kaputt geht. Ich versuche ja kontinuierlich die Updates auszuspielen. Das heißt, sollte dann zum Beispiel beim Deployment mal Dinge schief gehen, dann würde ich das auch deutlich früher feststellen. Und ich bin halt in der Regel auch in der Situation, wo ich jetzt nicht unbedingt das Update ausspielen muss.
Wenn ich jetzt mitten in der Entwicklung bin, ist es immer ein bisschen ungeschickt. Das hätte ich da vielleicht gern vorher gewusst, kann's dann schon mit einschätzen. Hat vielleicht auch so ein bisschen den Nachteil, ich habe den Schmerz früher. Ähm, das das muss man halt dann für sich so abwägen, aber ich würde sagen, das ist den Preis schon wert. So, okay. Ich hoffe, ihr seid jetzt alle sehr begeistert. Yay. Genau, weil dann wäre nämlich die Frage, ja, cool, möchte ich in meinem Projekt verwenden, wie kann ich das machen? Ist relativ einfach. Ich gehe in, GitLab in, das Projekt, wo ich's verwenden möchte, füge da die Gruppe Renovate hinzu, muss dann noch die Rolle, Developer geben und dann wird mir Renovate 'nen Merge Request erstellen, der das, initiale Config ausrollt und sobald ich den akzeptiert habe, bekomme ich dann Merge Requests mit, Dependency Updates. So, jetzt habe ich den, konfiguriert und kann für mein Projekt verwenden. Was kann ich denn alles damit machen? Es sind im Prinzip 3 zentrale Bereiche, würde ich sagen. Es gibt einmal das Dependency Dashboard. Da habe ich dann noch mal 'ne Übersicht über die ganzen Dependencies, die er aktualisieren würde. Da kann ich dann zum Beispiel sagen: ich möchte jetzt unbedingt dieses Dependency, Update als Nächstes haben, weil, keine Ahnung, Sicherheitslücke oder, ich möchte schon mal wissen, weil ich das für 'n neues Feature dann brauchen könnte, ob das problemlos geht. Genau, dann, gibt's die Merge Requests. Der Renovate-Bot, der läuft einmal täglich, und geht dann über das Projekt drüber, pickt sich dann 'ne gewisse Anzahl an Dependencies raus, wo er 'n Update machen möchte. Da gibt's dann auch 'ne Beschränkung, beziehungsweise die kann man auch konfigurieren. Also, wir haben ja gesehen gehabt, vorhin gab's jetzt 77 Dependencies mit möglichen Updates. Der erstellt euch dann nicht sofort 77 Merge Requests, sondern das sind 2 pro Tag. Und, sobald 10 Merge Requests offen sind, dann macht er auch 'ne Pause, bis welche abgearbeitet werden. Das kann man aber auch, wie gesagt, konfigurieren, wenn man da, andere Defaults haben möchte. Genau, und das wäre dann auch der dritte Bereich, die Configuration-File, die habe ich euch schon gezeigt, die Renovate.json. Da kann ich dann extrem viel anpassen, um das auf meine Bedürfnisse einzustellen. Genau, ist noch 'n bisschen, wie das Ganze funktioniert, dass man auch mal so 'n, grobes Verständnis hat, was denn da im Hintergrund passiert. Wir benutzen von GitLab, die Pipeline Schedule. Die ist konfiguriert, dass sie, glaube ich, irgendwann kurz nach 6 oder so läuft. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf. Ähm, Das heißt, das ist vielleicht aktuell noch 'n kleiner Nachteil, wenn ich jetzt mal sagen möchte: ich möchte die selber anstoßen.“ Das geht aktuell nicht, weil das, Renovate-Bot aus Sicherheitsgründen, da nicht jeder drauf Zugriff hat. Sonst könnte ich mir halt Zugang zu Projekten erschleichen, wo ich eigentlich vielleicht keinen Zugang hätte. Genau, was macht er dann? Der startet dann 'nen Job. In dem Job wird dann ein Docker-Container gestartet, wo dann die Umgebung für Renovate da ist. Der ruft dort dann Renovate Run auf mit entsprechenden Optionen. Ähm, genau, was macht dieses Renovate Run? Das initialisiert sich, da gibt's dann so 'ne Kette an, wie Konfigurationen, sich gegenseitig überschreiben können. Kann man einmal Flex reingeben. Ich habe dann die empfohlene Konfiguration, wo dann schon gewisse Sachen vorkonfiguriert sind. Dann kann ich den, Projekt noch mal überschreiben und, genau. Dann geht er über die ganzen, Projekte drüber, die eben den Renovate als, Gruppe hinzugefügt hat, und aktualisiert dann da die einzelnen Repositories, und das war's dann. Genau. Funktioniert das mit den Repositories, der klont die einmal lokal. Das heißt, so kommt er dann auch an die ganzen Merge Requests ran, weiß dann schon, was ist schon da, kann dann tatsächlich da einfach die Dependencies extrahieren, verwendet dann am Ende des Tages so was wie Yarn oder Bundle, um dann die Dependencies zu aktualisieren, und erstellt 'nen Merge Request oder, kann auch bestehende Merge Requests aktualisieren. Genau. Genau. Gut, dann vielen Dank und ich hoffe, dass es dann noch 'n paar weitere Projekte gibt, die den verwenden möchten.